Ich beobachte ein Universum. Ich habe es Endiversum genannt. Vor dem Urknall gab es nur die Hauptessenz und Xeiner. Ich werde gleich eine riesige Schockwelle auslassen und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Ach, wirklich? Was ist das? Mit einem kleinen Stäbchen werdet ihr mich nicht besiegen können. Ich glaube, wir nennen es das Ende. Svolt! Das ist frohes neues Jahr euch allen! Die mystische Zeit ist jetzt zu Ende. Ab ins Mittelalter. Vergiss es, hat jeder was zum Kämpfen? Perfekt, alle auf Position! Feuer, was immer passiert, versprich mir eins, gib dir nicht die Schuld. Asymmetrische, bordbasierte, chirurgische, hygienische Ernährungsstation nach oberen Armbrustens. Der Riss der Zeit. 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 Atlantis. Der Riss der Zeit. Atlantis. Der Riss der Zeit. Der Riss der Zeit. Der Riss der Zeit. Atlantis. Der Riss der Zeit. 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 Atlantis. Der Riss der Zeit. Der Riss der Zeit. Der Riss der Zeit. Atlantis. Der Riss der Zeit. Atlantis. Der Riss der Zeit. 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 Die Legende von Forst. Teil 2. Der Riss der Zeit. Der zweite Film von Endiversum Kapitel 2. Wird es Zeit, ein bisschen über der Riss der Zeit zu reden. Der nächste Endiversum-Film. Der Riss der Zeit. Ja, das bedeutet auch, der Riss der Zeit wird nicht mehr dieses Jahr veröffentlicht werden. Es liegt daran, dass der Riss der Zeit auch nicht fertig werden wird. Aber es kann sein, dass nicht nur der Riss der Zeit gecancelt wird, sondern das ganze Endiversum. Bevor das Video richtig losgeht, möchte ich sagen, es ist 5:31 Uhr morgens, wo ich das aufnehme. Also wundert euch nicht, wenn ich komisch rede. Das letzte Video, in dem ich angekündigt habe, dass der Riss der Zeit gecancelt ist, das Drehbuch bald veröffentlicht werden würde und ich mich noch entscheiden werde, wie es mit dem Endiversum an sich weitergeht, kam nicht nur für uns alle wie ein Schock, sondern wurde von mir auch viel zu schnell und unbedacht gemacht. Nicht nur habe ich das Gefühl, dass ich alles deutlich besser erklären hätte können, auch habe ich das Gefühl, dass das Endiversum ein besseres Send-off verdient hat. Ich arbeite an dem Endiversum seit Dezember 2020 und die Hälfte dieser Zeit besteht aus der Produktion von der Riss der Zeit. Das Endiversum war nie ohne Probleme. Manchmal Missmanagement, an Bildern hat es immer gemangelt. Anfang 2022 hatten wir viel zu viele Projekte auf einmal. Doch eines war fast immer da: Motivation, Lust, Leidenschaft. Doch genau das fühle ich, wenn ich an der Riss der Zeit arbeite, schon lange nicht mehr. Es macht mir keinen Spaß mehr, Dialoge zusammenzuschneiden, Charaktere zu designen, Sets zu bauen, Szenen zu animieren. Ich muss mich regelrecht dazu zwingen. Und das schaffe ich auch nur selten. Diese Entwicklung läuft schon seit langem und ähnliche Gefühle gehen bis in die Zeit von Scotty vs. Dönny zurück. Aber dazu später noch mehr. Fakt ist jetzt aber, dass ich keine Lust, keine Freude, keine Leidenschaft mehr an der Riss der Zeit habe. Aber auch an allen anderen aktuellen und geplanten Endiversum-Projekten. Und als mir das die letzten Tage klar wurde, hat das selbstverständlich mein Herz gebrochen. Das Endiversum ist mein absolutes Herzensprojekt gewesen, an dem ich seit 5 Jahren arbeite. In diesen 5 Jahren sind nicht nur so viele tolle Projekte entstanden, sondern es hat sich auch so vieles in meinem Leben verändert. Ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele tolle Momente erlebt und natürlich sehr viele Pläne gemacht. Der Ablauf der Hauptstory des Endiversums steht schon lange fest. Und eine der Sachen, die schon am längsten feststeht, ist das Ende. Wie es enden wird, was im letzten Film passieren wird. Und ich habe mich darauf gefreut. Es wäre super geworden. Doch leider muss das Endiversum jetzt frühzeitig enden. Ich werde das Drehbuch zu der Riss der Zeit doch nicht veröffentlichen, zumindest nicht jetzt. Denn ich lasse mir die Möglichkeit offen, sollte die Lust und Leidenschaft irgendwann zurückkehren, der Riss der Zeit und das Endiversum wieder aufzunehmen. Ich werde alles, was für der Riss der Zeit und zukünftige Projekte gemacht wurde, alle Ideen und Pläne wie Schätze aufbewahren für den Fall, dass ich sie irgendwann aus dem Tiefkühlfach hole. Ein Teil von mir hofft stark darauf, dass das irgendwann mal passieren wird, aber ich kann nichts versprechen. Dies ist nicht das Ende, das ich wollte, und ich entschuldige mich noch einmal bei allen, die auch nur eine Kleinigkeit für die Riss der Zeit getan haben.
daher ich mir die Möglichkeit offen lassen möchte, das Projekt irgendwann wieder aufzunehmen, weiß ich nicht, ob und in welcher Kapazität wir die ganzen Sachen herzeigen könnten bzw. sollten, aber darüber können wir noch reden. Ich hoffe, ihr versteht, dass dies vor allem für mich das absolute Horrorszenario ist, das ich nie wollte. Also, was jetzt? Der Livestream, in dem ich genauer darüber rede, wie und wieso das jetzt alles passiert ist und die Lage ausführlicher erläutere, wird immer noch stattfinden. Kommt auf Enderia, um ihn nicht zu verpassen. In dem Livestream wird man auch natürlich Fragen stellen können. Außerdem eine weitere Ankündigung, von der ich eigentlich hoffte, dass sie in einem fröhlicheren Kontext verpackt werden würde, aber naja. Wir arbeiten nämlich schon seit längerem an einem Endiversum Minecraft-Server. Nichts Riesiges, kein Custom-Minigame-Netzwerk oder so, etwas Kleines, Feines mit Fokus auf Kreativität und natürlich Endiversum. Als mir klar wurde, dass das alles hier zumindest fürs Erste vorbei ist, habe ich mich gefragt, was wir jetzt mit dem Server, der eigentlich diesen Monat launchen sollte, machen. Aber ich denke, der Server könnte ein guter Abschied sein. Der Server feiert in einem Sinne das Endiversum und deswegen ist er doch irgendwie auch passend. Natürlich war die Hoffnung, der Server würde sich zusammen mit dem Endiversum weiterentwickeln und Potenzial für langes Spielen hat er auf jeden Fall, aber man kann es ja als Übergang sehen. Das offizielle Endiversum hat nun leider ein vorzeitiges Ende gefunden, doch auf dem Server können wir die Legacy irgendwo weiterführen. Ob das mit dem September-Launch noch etwas wird, weiß ich nicht, dazu werde ich euch auf dem Laufenden halten. Der Server-Launch wird in Form eines Livestreams passieren und wir werden am Launch auch ein Event haben, es wird auf jeden Fall cool. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass ich die Genauigkeiten, wieso meine Lust und Freude im Laufe der Produktion jetzt langsam verschwunden ist, noch nicht selbst ganz verstehe. Mir fallen viele Dinge ein, die dafür sprechen können, dass es nur etwas Temporäres ist, daher im Kontext dieser Produktion auch einige unschöne Sachen passiert sind, es so lange dauert, etc. etc. Aber ich eben auch Parallelen sehe zu Gefühlen, die ich schon während der Produktion von Scotty vs. Dönny hatte, was sehr früh ist. Wie genau sich das alles entwickelt, werden wir sehen und das, was ich weiß, werde ich euch im Livestream genauer erklären. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe irgendwann geht's weiter. Bis dahin hören wir uns im Livestream auf Enderia, bald auf dem Endiversum Minecraft Server, womöglich über andere Projekte von mir und vielleicht, wenn wir Glück haben, in ferner Zukunft in einem Video, mit dem ich ankündige, dass das Endiversum zurück ist. Ich habe angefangen, Minecraft-Kurzfilme zu machen, weil ich Folge 24 von Herr Bergmann so toll fand. Und von dem Film dachte man ja auch jahrelang, er sei tot. Also, mal schauen, was wird. Bis dahin, Lust auf einen letzten Endiversum-Marathon? Ende 2020, da gab es eine Idee. Die Backstory von Scotty vs. Dönny und Force. Minecraft-Filmen erzählen, mit Blockbauster gemacht. Der Name Endos war vergeben an eine Zahnarztpraxis. Onkel schlug Endiversum vor, Opa wurde zu The Watcher und der Teaser ward gemacht. Kira traf The Cut Ox in einem Reaktionsstream. Fast verpasst, doch Zusammenarbeit gestartet. Er hat die Szene geschnitten und vertont, das war so episch, die Geburt erschien, das war der spektakuläre Anfang. Das Endiversum, das große Endiversum, unser Endiversum. So viel geplant, einiges umgesetzt, Filme über Filme waren doch erst in Kapitel 2. Wieso ist es schon vorbei? So viel geplant, der Rest der Zeit, ein Riesenfilm. Future Studios, Endiversum Studios, immer im Wandel, doch immer Endiversum. Macht ein Prinzipium, ein Film so viel größer, eine Story über Familie, die Urendermen endlich erzählt. Xenius wollte das Endiversum zerstören, den Grund werden wir jetzt nie mehr erfahren. Danach direkt im Anschluss, trotz Produktionshölle, Endstory, die Endermen ans Ende kamen. Zu Silvester noch das Jahr 0 und das war schon Kapitel 1, also ab zu 2. Das Mittelalter ging los mit die Legende von Force. Scotty, Lucas, Creeper, Klon, das neue Trio. Franz der Kobold, unser aller Liebling. Die Mauerkeks sind auch dabei, zusammen mit Peter und Noah. Und wo kommt eigentlich dieser Mark her? Ach, hallo Manfred. Das Endiversum, das große Endiversum, unser Endiversum. So viel geplant, einiges umgesetzt, Filme über Filme
letzte richtige Film, nie als solcher geplant. Ein kleiner Nebenfilm, der zum Hauptprojekt ward. Die Phönixe in Titan, eine solch verwunschene Welt. Die Dunkelheit genauer vorgestellt, Ghost und Shadow. Und was macht Murdos bei Xahan? So viel für der Rest der Zeit und die Zukunft aufgebaut. In der Post-Credit-Scene so viel geteased, sogar Döneha kam zurück. Die Arche Noah etabliert, werden die Tiere jemals aufwachen? Was hat Xahan mit der Blitzmaschine gemacht? Und inwiefern wird Manfred zurückkehren? Werden wir es je erfahren? Das Endiversum, das große Endiversum, unser Endiversum. So viel geplant, einiges umgesetzt, Filme über Filme waren doch erst in Kapitel 2. Wieso ist es schon vorbei? So viel geplant, der Riss der Zeit, ein Riesenfilm. Future Studios, Endiversum Studios, immer im Wandel, doch immer Endiversum.